Also jetzt kommen wir zu den Gleichungen. Was sind unsere Gleichungen? Also eigentlich vorher hatten wir Aufgaben mit unbekannten Zahlen. Und da hatten wir Lückenaufgaben. Aber was sollte man machen, wenn zu jeder Lücke nur eine Zahl gehört? Dafür braucht man Variablen, also unsere Buchstaben, unsere x. Und in der Gleichung gibt es eine versteckte Zahl. Und genau die Zahl müssen wir finden. Genau wie beim ersten Beispiel. Das geht ganz einfach, wenn man das am Anfang nur durch systematisches Ausprobieren macht. Man zeichnet eine Tabelle, in der man für x eine Zahl aussucht, was es sein könnte. Und dann unsere Wert für unsere linke Seite der Gleichung und rechte Seite der Gleichung ausrechnen. Also, ich überlege, Bereich x ist eine 1. Dann schreibe ich, x ist eine 1, dann muss ich 2 mal x ausrechnen. Also in dem Fall 2 mal 1 ist gleich 2. Dann setze ich hier anstatt x natürlich auch eine 1. Dann hätte ich 7 minus 25. Das geht nicht, beziehungsweise das ist eine negative Zahl. Also ich sehe sofort, 2 ist nicht eine negative Zahl, dann muss ich das auch nicht weiter ausrechnen. Ich gehe dann weiter. Jetzt verstehe ich, dass x viel größer als 1 sein sollte. Dann setze ich zum Beispiel 8. 2 mal 8 ist gleich 16. Und hier 7 mal unsere 8 ist 56. Minus 25 ist 31. 16 ist nicht gleich 31, also das bedeutet, 8 ist nicht unsere Lösung. Dann muss ich weiter versuchen. Vielleicht ist es eine 7. Dann muss ich wieder anstatt x unsere 7 einsetzen. Ich sehe, dass unsere 14 ist nicht gleich 24, aber Unterschied ist schon kleiner als was wir vorher hatten. Deswegen könnte man vermuten, dass x noch kleiner als 7 ist. Lass uns 5 einsetzen. 5 mal 2 ist gleich 10. Und hier 5 mal 7 35 minus 25 ist gleich 10. Das bedeutet, wenn wir anstatt x unsere 5 einsetzen, dann hätten wir auf beiden Seiten das Gleiche. Also dann hätten wir unsere Gleichung. Das bedeutet, die Voraussetzung ist erfüllt. Also wir hatten wahre Aussage bekommen, wenn wir anstatt x eine 5 einsetzen, dann hätten wir 10 ist gleich 10. Also in unserem Fall haben wir x gefunden. Es könnte aber auch ein bisschen schwieriger aussehen, wie unsere zweite Beispiel. Aber im Prinzip, wie man das sucht, genau dasselbe. Ich zeichne mir eine Tabelle und dann muss ich schauen, was könnte ich anstatt x einsetzen. Fangen wir mit 1. 1 mal 1 ist gleich 1. 20 minus 1 ist gleich 19. Ist doch klar, 1 ist nicht 19, dann suche ich weiter. Versuche ich mit 3. 3 mal 3 ist gleich 9, 20 minus 3 ist gleich 17. Unterschied ist immer noch zu groß. Dann schauen wir weiter. 5 mal 5 ist 25, 20 minus 5 ist gleich 15. Jetzt schaue ich hatte erstmal hier die kleinere Zahl als hier. Jetzt umgekehrt. Ich habe einen Schritt übersprungen, deswegen könnte sein, dass ich genau die richtige Lösung übersprungen habe. Lass uns versuchen. 4 mal 4 ist gleich 16, 20 minus 4 ist gleich 16. So haben wir wieder unsere x entdeckt, also das ist dann unsere Lösung, weil wir am Ende eine wahre Aussage haben. 16 ist gleich 16, wenn ich hier anstatt x eine 4 einsetze. Also das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man Gleichungen löst, aber am Anfang sollte man verstehen, wie durch systematisches Ausprobieren könnte man eine Gleichung lösen.